If it offends you, I apologize. Und wenn es dir irgendwie quer geht, ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen. In fact, I'm just going to go ahead and make a blanket apology. I apologize. Also, ich möchte einfach mal im Voraus eine Entschuldigung hier aussprechen. Es tut mir leid. So if I say something that offends you, just think, well, he's already apologized, and just take it and apply it to wherever it's needed. Also okay? egal, was ich heute Abend sage und es geht dir irgendwie quer runter, dann denk dran, ich habe mich schon entschuldigt. If you have in your heart to just be a traditional minister or a traditional pastor, I think you should raise your right hand and slap some sense into yourself. Sense into yourself. Also, wenn du heute Abend hier sitzt und du bist ein traditioneller Leiter, ein traditioneller Pastor und da ist nichts Begeisterndes in deinem Herzen, solltest du deine rechte Hand heben und du solltest einige Sünden selber dir ins Gesicht schlagen. That's what I think. Das glaube ich. Does everybody know where I stand now? Können wir uns... Now, I'm not saying you should not traditional or you shouldn't pastor in a traditional setting. Ich sage nicht, dass du nicht auf traditionelle Art und Weise eine Gemeinde We leiten need sollst. people who are going to do that. Wir brauchen Leute, die genau das machen. But we need people who are going to transform those congregations into being little power centers that change their community. Aber wir brauchen Leute, die genau diese Gemeinden so verändern, dass es richtige Powerpakete sind, die dann in die Gesellschaft hineinwirken. I don't think we need another generation that attempts to do something that didn't work in a previous generation. Ich glaube nicht, dass wir eine weitere Generation brauchen, die versucht, etwas zu machen, was in der letzten Generation schon nicht funktioniert hat. Does that make sense? Macht das irgendwelchen Sinn? See, that's why I'm excited when I walked in here this afternoon and saw who was here. Wisst ihr, deswegen war ich so begeistert, als ich heute Nachmittag hier reinkam, gesehen habe, wer alles hier war. What we want to do is we want to impact the future. Wisst ihr, was wir wollen? Wir wollen einen Einfluss auf die Zukunft nehmen. I don't want to impact yesterday. Ich möchte keinen Einfluss mehr auf And gestern some of you nehmen. in here, God has put something in your heart that you've been told is extreme. Und hier sind einige unter euch, die sitzen hier, Gott hat etwas in dein Herz hineingetan und du merkst, das ist wirklich extrem. And some of you have already almost been talked out of doing what God has put in your heart. Und einige von euch haben sich schon richtig herausgeredet, das eigentlich zu machen, was Gott in euer Herz hineingelegt hat. Or your minds are going towards trying to figure out how to do what other people have already done that didn't work. Und du denkst schon darüber nach, wie du etwas machen könntest, was andere schon gemacht haben und es hat bei ihnen nicht funktioniert. We need to touch something new in God. Wir müssen etwas ganz Neues in Gott berühren. Something that is dramatic, Etwas, das dramatisch something that is ist, profoundly supernatural, etwas, das grundsätzlich übernatürlich but ist. something that touches people and changes their situation. Aber etwas, was die Menschen im tiefsten Inneren berührt und das Situation And it's only verändert. going to come as we get out of our comfort zone and get into a place of faith with God. Aber das funktioniert nur, wenn wir aus unserer Bequemlichkeitszone heraustreten und wenn wir endlich Gott Glauben schenken. And I want to promise you that if you make a commitment to do that, Und ich verspreche euch eins, wenn ihr euch dafür hingebt und versprecht, genau das zu machen, you will make some gigantic mistakes in your life. dann werdet ihr gigantische Fehler in eurem Leben machen. Because if you're going to push the envelope and try something new, you're going to have blunders and falls and trips and stumbles and mistakes all along the way. Denn wenn ihr euch darauf einlasst, diese Sachen in Angriff zu nehmen, dann werdet ihr unterwegs hinfallen, ihr werdet stolpern, ihr werdet große Fehler machen und all das wird dabei sein. But that's the price that we have to pay to see something new. Aber das ist der Preis, den wir bezahlen müssen, um wirklich etwas ganz Neues zu sehen. Does that make sense? Macht das Sinn? This means yes. Das Okay, heißt, thank you. yes, ja. I was in Sicily speaking a couple of months ago. Vor ein paar Monaten, da war ich in Sizilien, habe dort gesprochen. A friend of mine, were you waiting on me to No. do that? Okay. A friend of mine was translating for me. Und ein Freund von mir hat mich übersetzt. And I kept saying, does this make sense? Because the people were looking at me like that doesn't make sense. Und ich habe immer wieder gefragt, macht das Sinn? Die Leute haben mich so angeguckt und so habe ich mal nachgefragt, macht das Sinn für euch? And he kept translating it, and the people would react every time he would translate that. Und wenn er übersetzt hat, dann haben die Leute immer darauf reagiert, jedes Mal, wenn er genau das übersetzt hat. Because the word for does this have sense is very close to the phrase, does this make you want to vomit? Denn im Italienischen diese Aussage, macht das Sinn, hört sich fast genauso an wie, möchtest du kotzen? And so he kept translating it wrongly Also er hat das immer wieder falsch übersetzt. and saying, does this make you want to vomit? Und so hat er immer wieder gefragt, möchtest du kotzen? And they were saying, see?
So from now on, I will not ask you if this makes sense. I'll say, does this make you want to vomit? Und jedes Mal, wenn ich euch jetzt fragen werde, macht das Sinn, dann werde ich mal fragen, könntet ihr kotzen? I'll tell you this. Ich sage euch Folgendes. Our lukewarm, natural Christianity makes God want to vomit. Ein lauwarmes, ganz natürliches, traditionelles Christentum bringt Gott dazu zu kotzen. Isn't that what the scripture says? Das ist das, was in der Bibel steht. Man, did anybody wake up this morning and think, I want to be a mediocre person? Mediocre? Yeah. Ah, ja. Ist irgendjemand heute Morgen aufgewacht und hat gesagt, oh, ich möchte einfach nur ein mittelmäßiger Mensch sein? No. We want to be extravagant. We want to do something that's significant. Nein, wir möchten extravagant sein, außerordentlich. Wir möchten etwas Tolles vollbringen. But I believe many of us wait for God to speak to us to tell us to do something Aber ich significant. glaube, die meisten von uns warten darauf, dass Gott endlich zu uns spricht und uns sagt, was wir Tolles machen sollen. Listen, Hört mal go zu. do something significant. Geh und mach doch mal was Go Bedeutendes. try something significant. Versuch doch mal etwas Tolles. I want to address this idea that we sit around, we wait on God, and then He tells us something to do. Ich möchte einfach mal auf diesen Gedanken eingehen, dass wir da herumsitzen, dass wir auf Gott warten, bis er uns endlich sagt, was wir tun sollen. Now, this is going to maybe sound funny coming from me, Das ist wirklich lustig, dass das ausgerechnet von mir kommt. because I'm a guy that's traveled the nations to teach people how to hear God's voice, Denn ich reise durch die Nation und ich lehre die Menschen, wie man die Stimme Gottes hört. how to wait on Him so that He will speak to them so that they can then do what He shows them to do. Wie man auf ihn wartet, damit man ihn hört und wie man dann das Gehörte umsetzt. And I believe in seeking God. Well, we're going to talk about that some during these days. Und ich glaube daran, dass wir Gott suchen sollen. Wir werden noch in den nächsten paar Tagen darauf eingehen. But I want to tell you this point blank right up front, and I want it to be clear. Und ich möchte euch das aber Folgendes hier sagen, ganz ungecheckt, einfach mal so aus dem hohlen Bauch heraus. In many cases, we are not waiting on God to move in the earth. God is waiting on us to move in the earth. Meistens ist es so, dass nicht wir darauf warten sollen, dass Gott sich auf dieser Welt bewegt, sondern Gott wartet darauf, dass wir mal endlich in Bewegung kommen, auf dieser Erde was machen. And there has been a theological fog that has been cast over the people of God that has produced a stupor where we don't see our opportunity to move. Und da ist irgendwie dieser theologische Nebel, der sich über das Volk Gottes gelegt hat, der uns daran hindert, eigentlich das zu sehen, welche Möglichkeiten Gott uns gibt, die wir in Angriff nehmen können. Many of us think that waiting for God to speak to us to do something is humility. In some cases, it's a dangerous passivity. Viele von uns glauben, dass wenn sie auf Gott warten und darauf hören, was er ihnen zu sagen hat, dass das Demut ist. Aber in vielen und in den meisten Fällen ist es eigentlich so, dass es eine ganz gefährliche Passivität ist. Now, turn with me, if you will, to 1 Samuel chapter 13. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte 1. Samuel Kapitel I'm 13 going to auf. teach a little out of the Bible. Ich werde aus der Bibel lernen. A lot of people don't like the Bible. I still believe in using it. Viele Menschen mögen das nicht, aber ich glaube immer noch daran, dass es wichtig ist, sie zu gebrauchen. If it offends you, I apologize. Und wenn es dir irgendwie quer geht, ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen. In fact, I'm just going to go ahead and make a blanket apology. I apologize. Also, ich möchte einfach mal im Voraus eine Entschuldigung hier aussprechen. So Es tut mir leid. So if I say something that offends you, just think, well, he's already apologized. And just take it and apply it to wherever it's needed. Also Okay? egal, was ich heute Abend sage und es geht dir irgendwie quer runter, dann denk dran, ich habe mich schon entschuldigt. If you have in your heart to just be a traditional minister or a traditional pastor, I think you should raise your right hand and slap some sense into yourself. Sense into yourself. Also, wenn du heute Abend hier sitzt und du bist ein traditioneller Leiter, ein traditioneller Pastor und da ist nichts Begeisterndes in deinem Herzen, solltest du deine rechte Hand heben und du solltest einige Sünden selber dir ins Gesicht schlagen. And that's what I think. Das glaube ich. Does everybody know where I stand now? Können wir uns... Now, I'm not saying you should not traditional or you shouldn't pastor in a traditional setting. Ich sage nicht, dass du nicht auf traditionelle Art und Weise eine Gemeinde We leiten need sollst. people who are going to do that. Wir brauchen Leute, die genau das machen. But we need people who are going to transform those congregations into being little power centers that change their community. Aber wir brauchen Leute, die genau diese Gemeinden so verändern, dass es richtige Powerpakete sind, die dann in die Gesellschaft hineinwirken. I don't think we need another generation that attempts to do something that didn't work in a previous generation. Ich glaube nicht, dass wir eine weitere Generation brauchen, die versucht, etwas zu machen, was in der letzten Generation schon nicht funktioniert hat. Does that make sense? Macht das irgendwelchen Sinn?
See, that's why I'm excited when I walked in here this afternoon and saw who was here. Wisst ihr, deswegen